Vergesst das Bild vom dunklen, langweiligen Mittelalter. Zwischen dem Jahr 600 und 1500 wurde die Welt mehrfach zerstört und neu geboren. Klimaschocks legten Zivilisationen lahm. Imperien zerfielen über Nacht durch neue Technologien. Und eine unsichtbare Seuche löschte die Hälfte der Menschheit aus. Dies waren nicht nur europäische Krisen, es waren globale Katastrophen. Das sind die 5 Wendepunkte, die den Lauf der Geschichte für immer verändert haben. Das Mittelalter. Ein Zeitraum von fast 1000 Jahren, den wir oft nur durch die Linse Europas betrachten. Ritter, Burgen, Kathedralen. Doch während Europa sich langsam entwickelte, lag das Zentrum der globalen Zivilisation woanders. Im goldenen Zeitalter des Islam waren Städte wie Bagdad die Metropolen der Welt, Zentren des Wissens, der Wissenschaft und des Handels. In China erlebte die Song-Dynastie eine technologische Revolution mit Erfindungen wie dem Kompass und einer Industrie, die Europa erst Jahrhunderte später erreichen sollte. Und in Westafrika kontrollierten mächtige Königreiche wie Mali die globalen Goldströme. In diesem Video suchen wir nach den Momenten, die diese globale Ordnung erschüttert haben. Ereignissen, nach denen die Welt nicht mehr dieselbe war. Wir ranken die 5 folgenreichsten Umwälzungen. Und wir starten mit Platz 5, einem globalen Klimaschock, der die Welt an den Rand des Abgrunds brachte. Um das Jahr 1300 erlebt Europa eine Phase beispiellosen Wohlstands. Seit Jahrhunderten wächst die Bevölkerung kontinuierlich. Der Grund? Die mittelalterliche Warmzeit. Eine Periode ungewöhnlich milder Temperaturen, die reiche Ernten und Expansion ermöglichte. Doch Anfang des 14. Jahrhunderts änderte sich das Muster abrupt. Das Klima kippte. Wissenschaftler sehen dies heute als den Beginn der kleinen Eiszeit. Die globalen Temperaturen sinken. Die Auswirkungen sind katastrophal. Im Frühjahr 1315 beginnt es zu regnen. Und es hört nicht mehr auf. In ganz Nordeuropa verwandeln sich die Felder in kalte Sumpflandschaften. Es ist unmöglich, die Felder zu bestellen oder das wenige Getreide, das wächst, trocken einzubringen. Das Getreide verrottet auf den Halmen. Selbst wenn es Nahrung gab, war der Transport fast unmöglich. Die Infrastruktur brach zusammen. Die große Hungersnot hatte begonnen. Die Getreidepreise explodierten um über 300%. In den Städten kam es zu Aufständen. Für die meisten Menschen war Brot unbezahlbar geworden. Auf dem Land war die Situation noch schlimmer. Die Menschen aßen Saatgut, Zugtiere, Wurzeln und Rinde, um zu überleben. Als die Regenfälle um 1322 endlich nachlassen, sind ganze Landstriche entvölkert. Schätzungen zufolge starben 10–25% der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten. Und obwohl die Hungersnot in Europa am besten dokumentiert ist, zeigen Chroniken weltweit extreme Wetterereignisse. Es war ein globaler Klimaschock. Der wahre Wendepunkt ist jedoch nicht nur der Tod durch Hunger. Die Überlebenden, eine ganze Generation, sind chronisch unterernährt. Ihr Immunsystem ist geschwächt. Diese geschwächte Welt war verwundbar, reif für neue Katastrophen und neue Ideen, die die alte Ordnung sprengen würden. Über Jahrhunderte definierte sich militärische Macht im Mittelalter durch 2 Dinge: dicke Mauern und schwere Rüstungen. Der gepanzerte Ritter war die ultimative Waffe auf dem Schlachtfeld. Die soziale Ordnung schien fest zementiert. Doch am anderen Ende der Welt, in China des 9. Jahrhunderts, suchten daoistische Alchemisten nicht nach Waffen, sondern nach dem Elixier der Unsterblichkeit. Stattdessen fanden sie etwas anderes: Huo Yao, das Feuermedikament, das Schießpulver. Zuerst wurde es für Feuerwerke und Signalraketen genutzt. Aber es dauerte nicht lange, bis das militärische Potenzial erkannt wurde. Im 12. Jahrhundert tauchen Feuerlanzen auf, die ersten echten Schusswaffen der Welt. Durch die mongolischen Eroberungen und den Handel entlang der Seidenstraße verbreitete sich das Wissen über das Pulver rasant nach Westen. In Europa und dem Nahen Osten begann die eigentliche Revolution.
Man experimentierte mit Metallrohren und perfektionierte die Formel. Die Ära der Kanonen begann. Die ersten Kanonen waren ungenau und gefährlich für die eigene Mannschaft. Aber ihre Wirkung war beispiellos. Plötzlich war keiner Mauer mehr sicher. Der ultimative Beweis kam 1453. Die Osmanen setzten riesige Kanonen ein, um die Mauern von Konstantinopel zu zerstören. Mauern, die 1000 Jahre gehalten hatten. Auch auf dem Schlachtfeld war die Zeit der Ritter vorbei. Ein einfacher Soldat mit einer Schusswaffe konnte nun den teuersten Krieger töten. Der Impact war fundamental. Nur Könige und reiche Staaten konnten sich Artillerie leisten. Die Macht verlagerte sich weg vom lokalen Adel hin zu zentralisierten Imperien. Das Schießpulver hat das Mittelalter gesprengt und die Bühne für die globalen Kolonialreiche der Neuzeit bereitet. Zu Beginn des 7. Jahrhunderts wird die Welt von zwei Supermächten dominiert, dem Byzantinischen Reich im Westen und dem persischen Sassanidenreich im Osten. Beide sind durch jahrzehntelange Kriege gegeneinander erschöpft. Südlich von ihnen, auf der arabischen Halbinsel, lebten nomadische Stämme, weitgehend ignoriert von den Großmächten. Doch durch die Botschaft des Propheten Mohammed werden diese Stämme in kürzester Zeit unter einer neuen Religion vereint, dem Islam. Was dann geschah, ist beispiellos. Innerhalb weniger Jahrzehnte nach Mohammeds Tod brach eine Welle der Eroberung über die alten Imperien herein. Das Sassanidenreich wurde vollständig vernichtet und Byzanz verlor 2/3 seines Territoriums, einschließlich Ägypten und Syrien. Um das Jahr 750 erstreckte sich die neue islamische Welt von Spanien im Westen bis zu den Grenzen Chinas im Osten. Die neuen Herrscher schufen nicht nur ein Imperium, sondern eine Zivilisation. Im Zentrum Bagdad, die prächtigste Stadt der Welt. Hier im Haus der Weisheit fand die größte Wissensaneignung seit der Antike statt. Man sammelte systematisch das Wissen der Griechen, Römer, Perser und Inder. Ohne diese Übersetzungsbewegung wäre ein Großteil des antiken Wissens für immer verloren gegangen. Doch sie bewahrten das Wissen nicht nur, sie erweiterten es radikal. Die Mathematik wurde revolutioniert. Das Wort Algebra stammt aus dem Arabischen. Sie entwickelten fortschrittliche medizinische Verfahren und gründeten die ersten modernen Krankenhäuser. Und sie kartierten den Himmel mit erstaunlicher Präzision, Wissen, das später für die Seefahrt entscheidend sein würde. Diese Zivilisation verband die Welt durch ein riesiges Handelsnetzwerk, das den Austausch von Waren, Technologien und Ideen ermöglichte. Die Expansion des Islam hat das Zentrum der Zivilisation verlagert. Ohne das goldene Zeitalter des Islam hätte es die europäische Renaissance nie gegeben. Wir kommen zu den Top 2, den absoluten Zivilisationskillern. Ereignisse, die die Welt in ihren Grundfesten erschüttert haben. Natürlich ist eine Top 5 brutal. Wir mussten Ereignisse streichen wie die Erfindung des Buchdrucks, der das Wissen demokratisierte und das Ende des Mittelalters einläutete. Oder der Fall von Konstantinopel 1453, der das endgültige Ende des Römischen Reiches markierte und die Machtverhältnisse dramatisch verschob. Wenn euch diese Reise durch die Geschichte gefällt, lasst jetzt einen Daumen da und abonniert den Kanal. Es hilft dem Algorithmus ungemein, diese aufwendigen Dokus zu verbreiten. Aber jetzt machen wir uns bereit für den Sturm aus dem Osten. Im 13. Jahrhundert kam die größte militärische Macht der Geschichte nicht aus einer großen Stadt, sondern aus der endlosen Weite der zentralasiatischen Steppe. 1206 vereinte ein Mann namens Temujin die rivalisierenden Stämme. Sie gaben ihm den Titel Dschingis Khan, der universelle Herrscher. Sein Ziel, die ganze Welt unter einem Himmel zu vereinen. Er schuf eine Kriegsmaschine, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Diszipliniert, mobil und absolut rücksichtslos.
Ihre Taktiken, vorgetäuschte Rückzüge, Einkesselungen und der unerbittliche Pfeilhagel waren den Armeen der sesshaften Zivilisationen weit überlegen. Zuerst fiel Nordchina. Die Mongolen lernten schnell und übernahmen die Belagerungstechniken ihrer Feinde. Dann wandten sie sich nach Westen. Das riesige chwarestmische Reich in Persien wurde systematisch ausgelöscht. Städte, die Widerstand leisteten, wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die Brutalität war Strategie, eine Form der psychologischen Kriegsführung, die den Widerstand brechen sollte. Die Kiewer Russ wurde überrannt. Polen und Ungarn wurden verwüstet. In Europa stand die Tür offen. Der vielleicht dunkelste Moment war 1258, der Fall von Bagdad. Das Herz des goldenen Zeitalters des Islam wurde zerstört. Die Bibliotheken verbrannt, die Bevölkerung massakriert. Ein kultureller Genozid. Am Ende hatten die Mongolen das größte zusammenhängende Weltreich der Geschichte geschaffen, das sich von Korea bis Osteuropa erstreckte. Zum ersten Mal in der Geschichte waren Ost und West direkt miteinander verbunden. Die Seidenstraße war sicher. Handel, Wissen und Technologie flossen frei zwischen den Kontinenten. Ideen aus China erreichten Europa in Rekordzeit. Aber nicht nur Waren reisten auf diesen Routen. Die Verbindung der Kontinente hatte einen tödlichen Nebeneffekt. Sie breitete den Weg für unseren Platz 1. Die größte Katastrophe des Mittelalters begann nicht in den schmutzigen Städten Europas, sondern hier, in den Steppen Zentralasiens. Das Pestbakterium, Yersinia pestis. Durch die von den Mongolen geschaffenen Handelsrouten reiste das Bakterium als blinder Passagier, im Fell von Ratten, getragen von Flöhen, entlang der Seidenstraße nach Westen. 1346 erreicht die Seuche die Krim. Bei der Belagerung der Handelsstadt Kaffa sollen die Mongolen ihre Pesttoten über die Mauern katapultiert haben, ein Akt biologischer Kriegsführung. Genuesische Schiffe fliehen aus Kaffa und segeln Richtung Heimat. An Bord der Tod. Im Oktober 1347 legen sie in Sizilien an. Der schwarze Tod hat Europa erreicht. Die Ausbreitung ist explosionsartig. Die Symptome sind entsetzlich. Schwarze Beulen, hohes Fieber, Bluthusten. Die meisten Infizierten sterben innerhalb weniger Tage. Die Medizin ist machtlos. Die Seuche trifft auf eine Bevölkerung, die bereits durch die Hungersnöte des Klimawandels massiv geschwächt ist. Sie haben keine Reserven. Panik regiert. Familien lassen ihre Angehörigen im Stich. Priester weigern sich, die letzte Ölung zu geben. Die Zivilisation löst sich auf. Das Bild des Pestdoktors wird zum Symbol dieser apokalyptischen Zeit. In ihrer Verzweiflung suchen die Menschen nach Antworten. Manche suchen Erlösung in religiöser Ekstase, wie die Geißlerzüge, die die Pest als Strafe Gottes sahen. Andere suchen Sündenböcke. In ganz Europa kommt es zu grausamen Pogromen gegen jüdische Gemeinden, die fälschlicherweise der Brunnenvergiftung beschuldigt werden. Als die erste Welle um 1335 abebbt, ist die Bilanz unfassbar. Zwischen 30 und 60% der Bevölkerung Europas, Nordafrikas und des Nahen Ostens sind tot. Ganze Regionen sind entvölkert. Die Welt ist stiller geworden. Aber genau hier liegt der eigentliche Wendepunkt. Der massive Bevölkerungsverlust führte zu einem extremen Arbeitskräftemangel. Plötzlich war die Arbeitskraft der einfachen Bauern wertvoller als das Land des Adels. Die Löhne stiegen explosionsartig. Bauern konnten Forderungen stellen, umziehen und bessere Bedingungen verlangen. Die alte feudale Ordnung zerbrach unter dem Druck. Der schwarze Tod war die größte Katastrophe des Mittelalters. Zugleich hat sie das Feudalsystem ins Wanken gebracht und die Geburt der modernen Welt ermöglicht. Das waren sie also, die 5 Wendepunkte, die das globale Mittelalter definiert haben. Es ist entscheidend zu verstehen, diese Ereignisse waren nicht isoliert. Sie sind eng miteinander verwoben, wie die Zahnräder eines Uhrwerks. Der Klimaschock schwächte die Gesellschaften über Jahrzehnte und machte sie verwundbar für das, was kommen sollte. Die Mongolen zerstörten alte Imperien.
öffneten aber gleichzeitig die Welt. Sie schufen die globalen Routen, die Ost und West zum ersten Mal direkt verbanden. Diese Verbindung war ein zweischneidiges Schwert. Sie brachte revolutionäre Technologien wie das Schießpulver, das die alte Ordnung sprengte, ermöglichte aber auch die Ausbreitung des Schwarzen Todes, der sie fast auslöschte. Doch während Teile der Welt im Chaos versanken, wurde das Wissen der Antike durch das goldene Zeitalter des Islam bewahrt, das Fundament für den späteren Wiederaufbau. Die Lektion ist klar. Das Mittelalter war alles andere als eine statische oder dunkle Zeit. Es war eine Ära des brutalen Wandels, oft angetrieben durch Katastrophen, die die Welt zerstörten, nur um sie völlig neu zu erschaffen. Das war unsere Rangliste der wichtigsten Wendepunkte des Mittelalters. Stimmst du meiner Auswahl zu? Welches globale Ereignis habe ich vergessen? Schreibt eure eigene Top 5 jetzt in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wenn Sie nicht gestorben sind, haben Sie diesen Kanal abonniert. Wenn euch diese Doku gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video.